von der Mitte. Ersten Scheitelpunkt, der kleine weiße Strich ist ein schöner Indikator. Zweiter Scheitelpunkt ist dann hier schon die linke Seite der Fahrbahn. Bremsen und rein ins Brünnchen. Hier ruhig die Betonsteine nutzen. Gut, wir haben also jetzt eine schöne kleine Gruppe. Ja, wir sind ganz kuschelig. Wir machen es jetzt so, Abstand, habt ihr ja schon mal sicher sowas gemacht hinterher, fahren Instruktor, nicht zu weit abreißen lassen. Möglichst so fahren wie ich. Auch wenn ich das jetzt geschwindigkeitstechnisch noch nicht brauche, den Platz, den mein Auto sich nehmen wird, fahren wir das trotzdem ein bisschen nach, wie Malen nach Zahlen. Ja, das heißt, wenn ich an den Körper ranfahre, bitte auch nutzen, nicht einen Meter Abstand lassen. Das mache ich aus dem Grund, dass man sich einfach das Bild im Kopf so langsam einbrennt, wie es sein soll. Jetzt haben wir erstmal nur 2 Runden, deswegen werden wir es so machen, dass du wirklich nach der ersten Runde dich rausfallen lässt, ganz ans Ende der Gruppe gehst. Der zweite zieht direkt hinter mir, wir machen die zweite Runde und werden dann wahrscheinlich wieder zurückkommen hierher. Kurz drüber sprechen, müssen wir noch was besprechen sonst? Eigentlich nicht, Spaß haben, das ist das Wichtigste. Gell? Und wenn irgendwas sein sollte, wir wollen schneller fahren, ihr wollt langsamer fahren, ihr wollt eine extra Information haben, ihr wollt das Auto stehen lassen, bei mir mitfahren, alles besprechbar. Ja, wir können das im Prinzip alles so klären, wie ihr das möchtet. Ihr sollt glücklich sein und heil wieder heimfahren können. Das ist die Hauptsache. Dann würde ich mal sagen, dass wir nicht die allerletzten sind. Macht euch fertig und dann starten wir. Good morning all together. In the name of Scuderia Esteret. The track is clear to be open. We start at 8 o'clock, so in more or less. Our race control tells me the whole track is dry. We have good conditions and I wish you a lot of fun. Enjoy the day and let's go. So, na dann machen wir uns mal bereit. Jede Runde ist ja immer wieder neu auf der Nordschleife. Wir werden mal gucken, was der heutige Tag für uns eine Überraschung bereithält. Dann mal los. So, die 109 direkt hinter mir, Roger. Wir fahren los zu unserer ersten Runde hier auf der Nordschleife. Wir werden das langsam und sinnig beginnen und schauen uns die Verhältnisse erstmal an. Okay, denkt immer dran, die Nordschleife ist jeden Tag ein bisschen anders. Wir fahren raus und haben Respekt und freuen uns gleichzeitig drauf. Gruß zum Chef. Achtung, seid vorsichtig, hier vorne sind Leute auf der Straße und stellen Pylonen auf. Das ist dann immer die Stelle, an der wir einen kurzen Stopp machen, bevor wir die nächste Runde starten durch die Lane. Ich frage gleich mal, ob alles in Ordnung ist. Denkt dran, dort bitte nicht schneller als 50 km/h vorbeifahren, auch der letzte bitte langsam, dass wir hier keine Probleme verursachen. So, wir beginnen hier auf der Döttinger Höhe, Antoniusbuche unter dieser Brücke durch. Denkt dran, guckt voraus, ein schöner Tag liegt vor uns, Motor ist noch kalt, die Reifen sind noch kalt. Wir haben jetzt 8 Grad, brauchen etwas Zeit, um das aufzubauen. Hier unten durch die Tiergartensenke, nach links rüber, gerade hier hoch und jetzt schön um die Kurve rum. Und dann wieder nach links orientieren, um diese Leitplankenecke hier rundherum bremsen und in die Hohenrhein-Schikane. Rechts nah dran, bitte die Curbs jetzt auf jeden Fall vermeiden. Wir haben noch nicht richtig Druck im Reifen. Achtet auch mal auf die Verhältnisse vom Asphalt. Ihr seht jetzt, trocken ist zwar alles, aber ihr seht an gewissen Stellen auch die Ideallinie gut glänzen. Der Asphalt ist hier sehr benutzt. Das hilft zur Orientierung an manchen Stellen, wenn man sich verloren fühlt. Wenn es regnet, sind allerdings diese Stellen auch sehr, sehr glatt. Aber im Trocknen ist es natürlich die beste Stelle, um dort lang zu fahren. Sabine Schmitz haben wir gemeistert. Jetzt geht es zum Hatzenbachbogen. Links anlegen mit etwas Gas hier rum, nah an den Curb rechts und links die Straße nutzen. Links bleiben. Wir kommen jetzt durch diesen Linksknick automatisch auf die rechte Seite, dass wir hier anbremsen können fürs Hatzenbach-Geschlängel. Nach links ran, nochmal nachbremsen, doppelrechts, im Nassen sehr glatt, momentan schöner Grip. Schön rund fahren, rechtes Vorderrad kann hier ein bisschen an die Rattersteine ran. Nach links, wer möchte hier zwischendurch bremsen. Und rechts und links und daran denken, die letzte links ist die engste Kurve von dem Geschlängel. Hocheichen von links anfahren,
späten Scheitelpunkt lange rechts bleiben, lösen und dann hier links runterfallen, Straße am Ausgang nutzen. Zur Quittelbacher Höhe ungefähr über die Mitte anfahren, erst danach rechts sein, wieder nach links tragen lassen, dass wir hier die Anfahrt für den Flugplatz von der linken Seite beginnen, lupfen bzw. leicht anbremsen und dann schön mit einem Lenkradeinschlag, ihr seht hier sehr schön die Ideallinie glänzen, schön rundrum und raustragen lassen, Straße nutzen. Von der Kuppe mal weit vorausschauen, ist im Schwedenkreuz alles klar. Das sieht gut aus, denn jetzt von der Senke aus sehen wir nichts mehr, die wir hier durch links durchfahren und nach rechts auf die Kuppe zielen. Damit wir jetzt hier in einer geraden Linie etwas bremsen können, 5 Kilometer Schild ungefähr einlenken und mit leichtem Schleppgas ein bisschen stabilisierend hier durch das Schwedenkreuz und Arenberg anbremsen. Späten Scheitelpunkt, vielleicht sogar ein bisschen dem Curb hier folgen auf der Innenseite, dann lösen und Straße nach links nutzen, aber nicht auf den Curb fahren. Fuchsröhre runter, eine Gerade daraus machen, so gut es geht. In der Senke links sein und dann aufwärts raustragen lassen. Ungefähr Ende Curb, Einlenkpunkt dran denken, über diesen Curb kann man nun nicht mehr fahren. Rechts etwas folgen und dann eine Gerade machen, bis zum äußeren Drittel scharf einlenken, links nah dran, etwas folgen und jetzt öffnet sich die Kurve hier im Adenauer Forst. Straße nutzen zum Rausbeschleunigen. Anfahrt Metzgesfeld, die gerade Variante machen wir auf das Schild 103 zu, Asphaltwechsel einlenken und im Metzgesfeld mit etwas Schleppgas durch, Straße nutzen, an der rechten Seite anbremsen, etwas länger innen bleiben hilft hier, damit diese links-rechts schön rund gelingt und runter nach Kallenhardt. Nicht zu früh einlenken, Kallenhardt hat trotzdem einen späten Scheitelpunkt, der hier ungefähr ist, Straße am Ausgang nutzen, raustragen lassen und langsam zur 108 zurück nach rechts für die Spiegelkurve, links nah dran, rechts nah dran, links raus, nach den Rattersteinen einlenken für die Miss-Hit-Miss. Das letzte Miss würde ich fast als Hit nahes sozusagen machen, dann kann ich hier schön rausbeschleunigen runter zu Wehrseifen. Ich fahre das hier relativ spitz mit einer starken Lenkung hier, dass ich hier am Ausgang links bin und jetzt öffnet sich der Ausgang wunderbar zum Rausbeschleunigen runter nach Breitscheid. Hier nicht zu spät bremsen, diese Kurve lockt so ein bisschen zu schnell reinzufahren. Schön innen dran, rund fahren, Straße nach außen nutzen, so gut es geht und hier wieder links anlegen, bremsen und rechts durch Exmühle bergauf. Die Lauda-Kurve von rechts anfahren, richtig links an den Scheitelpunkt ran und dann raustragen lassen. Und wenn man schnell ist, kommt man hier gar nicht mehr ganz nach links. Bremsen. Und für Bergwerk, hier seht ihr, ist der Asphalt schon langsam aufgebrochen, nah an den Apex und dann hier außen raustragen lassen, schön ausfahren und hochbeschleunigen. Beim 11-Kilometer-Schild wollen wir ungefähr in der Mitte sein, beginnen dann eine lange Linkskurve mit ungefähr gleichem Lenkradeinschlag. Hier ist mein Scheitelpunkt, da komme ich nah dran. Hier auch, linkes Drittel über die Kuppe nach außen tragen lassen. Diese schnelle Scheiß links hier durchs Kesselchen nehmen und jetzt im Kesselchen hochbeschleunigen Richtung Mutkurve. Streckenfelder sind hervorragend, wie ihr seht, trocken, aber kalt. Das sieht gut aus. Ende Rattersteine einlenken für die Mutkurve, Ende Curb ist unsere Orientierung. Und dann raustragen lassen, Straße nutzen und langsam zurück Richtung Kuppe, linkes Drittel, erst nach der Kuppe bin ich links, nah an den Scheitel, rechts und links die Straße nutzen und ein bisschen zurück wieder Richtung Mitte, damit ich hier gerade
bremsen kann. Einen späten Scheitelpunkt hier an der Steilstrecke. Und dann Straße am Ausgang nutzen. Gerade hoch Richtung Fangzaun ins Karussell. Und dann fallen wir über die zweite Betonplatte hier ins Karussell rein, bleiben mit allen 4 Rädern auf den Betonplatten und fahren spät über die letzte Ecke raus. Auch hier schaut euch mal die Kurve an, ihr seht sehr schön die Ideallinie glänzen. Ende der dunklen Betonsteine, Einlenkpunkt, Scheitelpunkt links, raustragen lassen, nicht auf den grünen Teppich kommen. Mitte, Ende Curb ist hier Einlenken für die hohe 8, links, rechts. Hedwigshöhe, Scheitelpunkt ist ungefähr dieser Lautsprechermast hier. Beginnen wir jetzt von der linken Seite, nehmen hier nochmal viel Speed mit, Scheitelpunkt, Lautsprechermast, gerade bremsen für den Wippermann, schön rund. Ich lasse diesen Curb hier weg, wenn ihr ihn nehmt, nehmt ihn voll unter das Auto. Ende Curb links einlenken, blind hier über diese Kuppe. Zur Mitte zurück beim Eschbach-Schild ungefähr einlenken. Eine schöne lange Doppellinks mit einem Lenkradeinschlag bringt uns hier auf die linke Seite für Eingang Brünnchen. Wenn es trocken ist, nehmen wir hier außen das ruhig mit, bis auf den Beton. Kommen hier zurück für den Ausgang Brünnchen ungefähr. Auf der Beginn der blauen Hütte ist unser Scheitelpunkt, der sehr spät ist. Eiskurve. Ich lasse diesen Curb jetzt hier weg. Ihr könnt das später auch mal versuchen drüber zu fahren. Der ist jetzt relativ harmlos geworden. Zur 169, dort beginnt die Linkskurve und dann versuchen so gerade wie es geht zum Pflanzgartensprung runterzufahren. Bremsen, in der Luft entlasten, notfalls nachbremsen und dann mit Zug hier eine schöne Runde Doppelrechts. Ende rechter Curb lösen wir uns nach links über die Kuppe, nah dran, wieder nach rechts tragen lassen. Der Brandfleck, ungefähr der Einlenkpunkt hier für den Bellow-Sprung. Durch das Geschlängel hier wie beim Skifahren schön und rund fahren. Notfalls kann man hier links auch die Betonsteine mitnehmen. Probiert das ruhig mal aus, dass ihr das Geräusch mal gesehen habt und gehört habt. Viel Speed durch die Anfahrt hier Richtung Schwalbenschwanz. Soweit es geht nach rechts wieder und dann links die Kurve klassisch fahren Richtung kleines Karussell. Und da ist auch schon die nächste Gruppe vor uns. Wir nehmen etwas Geschwindigkeit raus. Hier die linken Räder unten auf den Asphalt, lange drinne bleiben, heißt, dass wir schön sanft rauskommen. Hier rundfahren, Anfahrt zum Galgenkopf. Vor dem Ende links des Körbes Einlenkpunkt raustragen lassen bis zur 186, dort sind wir am weitesten draußen und dann wieder langsam reinarbeiten auf die Innenseite nach rechts. In der Senke der kleine weiße Strich, eine schöne Orientierung als Scheitelpunkt, dass man sich dann raustragen lassen kann. Und das war schon die erste Runde Nordschleife am Morgen. Sehr schön, sehr rund. Roger, vielen Dank. Lass dich hinterfallen. Sehr gut. Und denkt dran, wir müssen eventuell jetzt vorne kurz anhalten auf der Dettinger Höhe für Runde Nummer 2. Auch nachher bei den geführten Runden, wenn es weitergeht, wir sollten hier maximal 50 km/h fahren, auch wenn keine Gruppe vor uns ist und wir gleich durchfahren können, nicht schneller als 50 km. Wir nehmen jetzt die Mittellane, die mittlere ist unsere. Ja, warte mal einen kleinen Moment und dann kommt dann auch los. Die Jungs haben gleich erkannt, dass wir die schnelle Gruppe sind. Wir müssen deswegen etwas länger warten, bis wir wieder los können. Wir freuen uns auf Runde Nummer 2. Und los geht's. Scheitelpunkt ist hier nach der Brücke links, dann raustragen lassen, dass wir in der Senke rechts sind. Ich kann hier viel Speed mit hochnehmen und dann erst in dem Aufrecht etwas bremsen, um die Kurve hier ohne Bremsen und der Rest des Bremsens wird hier um diese Leitplankenecke erledigt.
Die Lampen sind ungefähr unser Einlenkpunkt für die Sabine-Schmitz-Kurve. Wir bleiben hier ein kleines bisschen auf der rechten Seite, lassen uns erst hier nach links tragen zum 2-Kilometer-Schild. Dort beginnt dieser lange Hatzenbach-Bogen. Raustragen lassen, Straße nutzen, links bleiben und jetzt langsam auf die rechte Seite kommen, bremsen, einlenken, nachbremsen und doppelrechts unter etwas Zug. Mein Auto wackelt etwas, ein bisschen Luftdruck ist zu niedrig im Moment, aber der wird sich wohl aufbauen. Nochmal bremsen und rechts und links durchs Hatzenbach. Geschlängel, das macht Freude. Rüber nach links für Hocheichen, Anlenkpunkt hier. Über die Kuppe von der Mitte. Erst danach sind wir rechts hier, lassen uns jetzt nach links tragen für diese Anfahrt auf die Kuppe zum Flugplatz, lüpfen, etwas anbremsen zur Not und schön rund diese Doppelrechts fahren. Ihr seht auch hier sehr gut polierte Ideallinie. Links bleiben und hier eine schöne lange Linkskurve beginnen. Denkt dran, auf der Kuppe guckt man weit voraus, ist im Schwedenkreuz alles klar. Denn ich kann aus der Tiefe hier danach, aus der Senke nicht mehr sehen, ob alles in Ordnung ist. Von links nach rechts auf den Kuppenrand zielen. Jetzt bin ich schön gerade, kann hier gerade gestellt bremsen. 5 Kilometer Schild einlenken, etwas Gas mitnehmen. Vorbereiten aufs Bremsen für Arenberg. Späten Scheitelpunkt. Man folgt hier auch etwas dem Körper, bleibt etwas länger dran. Und wenn es dann passt, öffnet man sich, lässt das Auto raustragen und beschleunigt dann runter hier in die Fuchsröhre. Ungefähr von der Mitte an, hier links ran, rechts ran, links ran, möglichst gerade fahren. Ihr seht auch hier sehr schön die Ideallinie glänzen. Ihr könnt euch danach ein bisschen führen lassen. Ende rechter Körb, Einlenkpunkt um den Körb links rundherum. Rechts an den Körb anlegen, folgen und dann gerade bremsen hier zum rechten Drittel. Sehr eng. Anfahrt Metzgesfeld Richtung Schild 103 auf der rechten Leitplanke, seht ihr das kann man sehr schön, darauf bremst man zu, am Asphaltwechsel lenkt man ein und mit etwas Gas hier um die Metzgesfeld rum, bremsen rechts, links rein, länger innen bleiben, macht euch dann die Rechtskurve einfacher. Kallenhardt bergab bremsen, nicht zu früh einlenken, späten Scheitelpunkt und raustragen lassen, Straße nutzen. Rüber zur 108 ungefähr, da wo der Rasen so abgefahren ist, Einlenkpunkt, links ran, rechts ran und dann vom linken Fahrbahnrand nach dem Ende der Betonsteine zu der Miss. Rausbeschleunigen, nach links die Straße nutzen und dann links anbremsen für Wehrseifen. Bremse hier ein bisschen um die Ecke rumtragen und nochmal hier Hauptbremsarbeit. Dann eng links ranfahren am Exit, dass ihr hier schön offenen Ausgang habt und rausbeschleunigen könnt. Für Breitscheid nicht zu spät bremsen. Wie gesagt, die Lok dazu, dass man hier zu schnell reinfährt. Speed mit reinnehmen, mal schön rund fahren. Links anlegen, Ende linker Körb, Einlenkpunkt für Exmühle aufwärts. Langsam wieder nach rechts arbeiten, dass wir die Lauda von rechts beginnen, klassisch, Scheitelpunkt links und wieder raustragen lassen, Speed mitnehmen und auf das Bremsen vorbereiten, nach links bremsen und dann, dass wir von außen versuchen, hier die Bergwerkkurve schön sauber zu fahren, am Exit schön ausfahren und hochbeschleunigen. Am 11 Kilometer Schild in der Mitte sein, dort beginnt die lange Dreifach links. Über die Kuppe, linkes Drittel, bringt uns dann an den rechten Fahrbahnrand für diese schnelle links hier durchs Kesselchen. Wenn man dann schneller wird, ist diese S-Kurve hier am Ende des Kesselchen wirklich eine Aufgabe. Hier ist dann wichtig, dass wir dran denken, Anfahrt der Mutkurve muss von rechts erfolgen.
Ende Betonsteine rechts, Einlenkpunkt, Ende Curb links, Scheitelpunkt raustragen lassen. Bis zur Grasnarbe, langsam erst zurück, Kuppe, linkes Drittel, danach erst links sein, nah an den Scheitelpunkt austragen lassen und dann Anfahrt, Steilstrecke. Später Scheitelpunkt, erst Ende des Asphaltweges hier, wo rechts der Lautsprechermast ist. Das ist ein schöner Scheitelpunkt. Und dann wieder hoch zum Karussell Richtung Fangzaun. Je näher wir kommen, können wir auch die 143 nehmen. Über die zweite Betonplatte ungefähr fällt man das Karussell rein. Alle 4 auf den Platten lassen und dann die letzte rechte Ecke zwischen die Räder nehmen. Das ist eigentlich ein schöner, runder, weicher Ausgang. Die schnelle Anfahrtslinks hier, Ende Betonsteine rechts, Scheitelpunkt raustragen lassen, grünen Teppich aber möglichst nicht berühren. Viel Speed hier mit reinnehmen in die hohe 8. Hedwigshöhe, Scheitelpunkt ist der Lautsprechermast auf der rechten Seite. Über die Kuppe links, erst hier ganz nah am Curb sein. Und Anfahrt Wippermann ist rechts der Lautsprechermast unser Scheitelpunkt. Gerade stellen, bremsen, schöne runde Doppellinks. Rechts. Und Anfahrtskuppe Eschbach. Scheitelpunkt ist hier der Lautsprechermast. Von der Mitte, ersten Scheitelpunkt, der kleine weiße Strich ist ein schöner Indikator. Zweiter Scheitelpunkt ist dann hier schon die linke Seite der Fahrbahn. Bremsen und rein ins Brünnchen. Hier ruhig die Betonsteine nutzen. Aufwärtsscheitelpunkt beginnt blaue Hütte ungefähr hier. Raustragen, die ersten Rattersteine vor dem Curb kann man ruhig nehmen. Die bringen nochmal einen Meter extra, verbessern die Linie. Eiskurve, späten Scheitel links. Rechts und Anfahrt Richtung 169er Schild. Dort beginnt die Linkskurve schön rund, nah links dran und dann so gerade es geht hier runter Richtung Pflanzgarten. Bremsen, lösen, bremsen und die Doppel rechts hier hoch, bisschen mit Speed. Wo der rechte Curb endet, lösen wir uns nach links über die Kuppe Richtung Bellow, Brandfleck, einlenken für Bellow. Und wir sehen wieder sehr schön die Ideallinie glänzen. Und rechts, links, rechts. Wie beim Skifahren, wenn das aufgeht, ist es sehr schön. Wenn es nicht aufgeht, ist es nicht so schön. In einer Geraden hier auf den Mast zu verzögern, trotzdem viel Speed in diese Rechtskurve mitnehmen, die verträgt eine Menge. Bremsen und dann hier links rum. Vor dem Ende Curb rechts, Einlenkpunkt fürs kleine Karussell, die linken Räder unter auf den Asphalt, lange drinnen bleiben, dann springt man sehr entspannt raus. Austragen lassen bis zu 186 und dann langsam wieder nach innen arbeiten. Achtet mal drauf, in der Senke ist ein kleiner weißer Strich hier. Das ist ein schöner Scheitelpunkt, ab dem man eigentlich relativ sicher wieder raus beschleunigen kann. Und Runde 2 geschafft. Ich gratuliere. Ich bin sehr stolz auf euch. Bis jetzt sind noch alle da. Nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Es ist wirklich schön. Es macht Freude, wieder hier zu sein. Die Reifen werden wärmer. Das Grinsen wird breiter. Kommt noch mal ganz kurz zusammen. So, also die ersten Runden haben wir geschafft. Das ist sehr schön. Bis jetzt alles heil geblieben. Ihr merkt, das Feuer fängt jetzt an zu brennen. Ja? Wir wollen jetzt schneller fahren. Aber wie gesagt, immer diesen Respekt nicht verlieren. Die Nordschleife ist wie eine kleine Schlange, die aufpasst und zubeißt, wenn man selber nicht aufpasst. Also immer mit Freude rausgehen, aber nie nachlässig werden. Ich erinnere euch immer dran. Und wir werden jetzt langsam etwas zügiger und geschmeidiger fahren. Aber ich denke, es war ein guter Anfang. Ja? Wir werden warm, du zitterst natürlich noch, gell? Aber das wird jetzt besser werden. Ja? Und dann denke ich, wir werden einen schönen Tag heute schaffen. Okay? Also die nächsten Runden rein in die Autos. Okay?